Es gibt sehr viele zukunftsorientierte Themen, Automatisierung, Digitalisierung und Robotics. Wir sind ein sehr junges Team. Man spürt diesen Drive, den wir bringen. Dass wir ein eigenes Produkt in Herrenknecht selber entwickeln, das ist auf jeden Fall mal was, eine Ähnlichkeit mit einem Startup hat. Das Herrenknecht Connected wird unser Kundenportal, über das wir zukünftig alle digitalen Produkte und Services für unsere Kunden anbieten wollen. Mein Name ist Charlotte Kiesele. Ich bin Johannes Tröndle. Ja, wir sind die New Generation. Ich habe hier meine Abschlussarbeiten geschrieben im Studium. Anschließend wurde ich dann übernommen. Mein offizieller Titel aktuell ist Systemingenieur. Ich bin gleichzeitig auch Data Scientist. Es ist ein altes Büro, das wir nur temporär verwenden. Es gibt einen Neubau, den wir jetzt bald beziehen dürfen. Der Platz hier oben reicht definitiv nicht mehr aus. Und jetzt. Ein Data Scientist beschäftigt sich durchweg mit Betriebsdaten, jetzt in unserem Fall von Tunnelbohrmaschinen. Und ein Data Scientist versucht anhand dieser Betriebsdaten Mehrwert zu generieren, die wir dann sowohl für die Produktverbesserung einsetzen können, als auch den Kunden unterstützen. Herrenknecht Connected ist eine webbasierte Anwendung. Das ist ein Portal, in dem unsere Kunden oder auch wir intern Daten aufbereiten und zur Verfügung stellen können. Ohne Sensorik könnte man die gesamten Prozesse, den gesamten Ablauf nicht überwachen. Wir sprechen bei einer normalen Maschine so von 3000 Sensoren, die dann sekündlich erfasst werden oder noch höher frequent. Die Daten werden dann auch in Echtzeit im Steuerstand angezeigt, gespeichert und von dort werden sie dann transferiert in unser Herrenknecht Connected Cloud-System. Bisheriger Vortrieb besteht aus Vortrieb und Ringbau. Dadurch entsteht ein Tunnel. Was ich jetzt angegangen habe, ist einfach diese Prozesse zu überlagern, dass man parallel Vortrieb und Ringbau durchführen kann. Also ich habe wirklich auf einem weißen Papier begonnen, nicht nur eine Maschine oder ein Projekt angeschaut, sondern mehrere Maschinen in verschiedenen Geologien. Und dann einen Konsens getroffen, so ein großes Ganzes definiert. So müsste es aussehen, dass es funktioniert. Und dann habe ich angefangen, gemeinsam mit den Fachabteilungen der Fluidtechnik, dem E-Büro, die Entwicklung zu starten. Und dann haben wir das Gesamtprojekt kontinuierlichen Vortrieb einmal komplett durchsimuliert im digitalen Zwilling, bevor wir dann wirklich auf die reale Maschine gegangen sind und dann auch erfolgreich auf der Baustelle in den Einsatz gebracht haben. Das war der schönste Moment, dieses Projekt zu begleiten bisher. Es macht Spaß, wenn man spürt, dass man gebraucht wird. Oder auch einfach der Fakt, dass man bei Herrenknecht immer global agiert und so einen internationalen Flair quasi von zu Hause aus bekommt. Das ist schon sehr schön. Unser Ort für die Mittagspause. Ja, ein bisschen frische Luft schnappen. Wenn man die ganze Zeit im Büro sitzt oder so, dann ist es mal eine schöne Abwechslung. Bei uns hat die Meinung jedes Teammitglieds gleiches Gewicht und ist eher bottom-up. Jetzt sind wir bei den Betriebsdaten. Das kann man ja noch ausweiten auf viele weitere Daten, von Baustellen, von den ganzen Prozessen. Wir möchten es ja einfach für jeden erreichbar machen und genau so die Welt etwas revolutionieren.